Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ich will heute machen Strudel oder Strudel auf Deutsch gesagt. Das ist mein eigentlich Lieblingsgericht. Also was brauchen wir dazu? Also Mehl, Buttermilch, Schmand, Fleisch, Kartoffel, Weißkohl, Zwiebel und eine Tomate und Gewürze und ein Ei. Und Öl natürlich zum Anbraten. Also, als allererstes mache ich jetzt den Teig für die Strudel. So, ich nehme jetzt ein Ei. So. Das sind jetzt hier 500 Milligramm Buttermilch. Ich tue jetzt noch einen Löffel Schmand dazu. Etwas Salz kommt auch rein. Ein Teelöffel. So, etwas Backpulver kommt auch rein. Ja, ich nehme jetzt ganz normales. So. Zuerst tue ich das Mehl rein. Das sind jetzt 500 Gramm. Mal sehen, vielleicht brauche ich das Ganze nicht. So, ich tue das ganze Päckchen rein. Ich werde ihn jetzt weiter auf dem Tisch verarbeiten. Ich lasse ihn jetzt etwas ruhen und dann werde ich ihn nochmal bearbeiten. Dann wird er besser sich kneten. Ich lasse ihn so für 5 Minuten jetzt etwas ruhen. So, ich werde jetzt meinen Teig etwas verbessern noch. Der hat jetzt etwas Ruhe gehabt. So. Immer ein bisschen mit Mehl. So, jetzt schneide ich ihn in 2 Hälften. Mache noch so 2 Kugeln. Lass ihn weiter ruhen, ein paar Minuten. So, ich werde jetzt das verarbeiten. Vorbereiten die Strudel. Ich nehme jetzt mal das eine. So, ich nehme jetzt das Nudelholz und werde ich erstmal das schön ausrollen. So, ich habe jetzt mir ein bisschen Butter hitzen lassen. Die muss man eigentlich so ein bisschen mit Butter schmieren oder drauf tun, wie auch immer. Man kann noch etwas Öl drauf tun. Also, dann muss man sie so ziehen. Die müssen schon ziemlich dünn sein. Jetzt werde ich das Ganze zusammenrollen. Und schneide es. Oh. So kleine
So, die Strudel sind jetzt fertig. Wir können ruhig liegen. Jetzt mache ich das andere. So, jetzt werden wir anfangen, das Ganze zu kochen. Zuerst tue ich etwas Öl in den Topf rein. So, das ist jetzt Schwein vom Nacken. Das sind jetzt 500 Gramm. Ich habe das etwas schon vorgesalzen und in ganz kleine Würfel geschnitten. Falls ihr zum Beispiel kein Fleisch wollt, könnt ihr das auch ohne machen. Jetzt kommen die Zwiebeln rein. Das ist eine Zwiebel. Kurz anbraten. Also der Herd steht bei mir jetzt auf höchster Stufe. Danach machen wir es auf niedriger. Jetzt tue ich die Tomate auch rein. Ich stelle den Herd jetzt auf kleine Stufe. Ich habe jetzt hier 9, mache jetzt hier auf 3 und lasse es langsam dünsten. 10 Minuten so. Ich tue jetzt noch ein bisschen Wasser ablöschen. Ja. Mach den Deckel zu, so auf Kipp. Das Ganze soll für 10-15 Minuten dünsten, langsam. So, ich stelle es mal wieder auf höchster Stufe. Das Fleisch ist soweit fertig. So, jetzt kommen die Kartoffeln rein. Also ich habe jetzt hier so 9 festkochende Kartoffeln. Man kann auch mehlig kochende nehmen. 9 Stück, einfach in grobe Würfel geschnitten. Ich tue sie jetzt hier rein. Salze das bisschen alles. Ich mache alles nach Gefühl. Müsst ihr selber so gucken. So, etwas Chili reinflocken oder auch Paprika. Etwas schwarzer Pfeffer. Man kann auch weißer nehmen. Ein bisschen Wasser rein. Und das soll schon, die Kartoffeln müssen schon so bedeckt sein. So ungefähr 500 Milligramm Wasser habe ich jetzt genommen. Ein bisschen mehr. So, ich soll jetzt das Ganze erstmal aufkochen. Ja, schön am Kochen. Jetzt werde ich die frische Kraut rein tun. Also man kann das auch mit Sauerkraut machen, falls jemand kein Weißkohl mag. Man kann auch ohne machen. Nur heute will ich mal mit frischem machen. So, das muss jetzt natürlich auch etwas aufkochen und dann kommen die Strudel drauf. So, jetzt kommen die Strudel drauf. Also legen Sie einfach so hin. Jetzt mache ich den Deckel zu,
Ganz wichtig, während der Kochzeit Deckel nicht aufmachen, sonst werden sie sich zusammenfallen. Ich werde jetzt hier so ungefähr 15 Minuten auf höchster Stufe, danach noch halbe Stunde auf niedriger Stufe, so 3, damit es nicht da anbrennt unten. Ihr müsst jetzt schon selber gucken, wie ihr Herd ist. Also ungefähr 45 Minuten, halbe Stunde bis 45 Minuten. Muss es das Ganze jetzt kochen. So, die 10 Minuten sind vorbei, meine Strudel gehen schön auf. Ich stelle jetzt den Herd auf 3 und tue sogar ein Tuch noch drauf, damit der Dampf innen bleibt. Jetzt kann man noch so ungefähr 20 bis 25 Minuten soll es langsam dünsten. So, ich schaue mal nach. So, sieht gut aus. Also sie sind, glaube ich, fertig. Ich mache jetzt den Herd aus und tue den Deckel aufmachen. So, ich werde sie jetzt in eine extra Schüssel rein tun und anrichten. Ungefähr so sehen meine Strudel aus oder auch Strudel. Wenn es für Sie interessant ist, probieren Sie es mal aus. Es wird euch gefallen.